Willkommen zur Ersteinrichtung Ihrer Digitalisierungsbox 2. Um mit der Konfiguration zu starten, geben Sie die eingeblendete Adresse in Ihrem Browser ein. Sie kommen dann auf das Login-Fenster der Digitalisierungsbox und hier können Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Der Benutzername ist im Default-Zustand Admin. Das Kennwort finden Sie in Ihrem Routerpass, der auf der Rückseite der Digitalisierungsbox hinterlegt ist. Im Anschluss führen Sie den Login dann mit Anmelden durch. Die Ersteinrichtung startet dann im Setup mit dem ersten Punkt, und zwar der Verbindung der Digitalisierungsbox mit dem Internet. Die Digitalisierungsbox 2 unterstützt hierbei verschiedene Internetzugänge. Schließen Sie nun Ihren Internetzugang entsprechend an der Digitalisierungsbox wie eingeblendet an. Im Anschluss drücken Sie hier auf Weiter. Dann wird die Verbindung zur Deutschen Telekom automatisiert hergestellt. Die Digitalisierungsbox bezieht hierbei automatisch sowohl die Zugangsdaten für den Internetzugang als auch die Telefonieinformationen. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Minuten, da unter Umständen auch ein Firmware-Update installiert wird. Nach einiger Zeit verändert sich dann die Überschrift. Hier steht dann Verbindung zur Deutschen Telekom ist hergestellt. Auch jetzt dauert der Vorgang noch einen kleinen Moment und im Anschluss bekommen Sie dann eine Übersicht angezeigt. Großartig, Ihre Digitalisierungsbox ist einsatzbereit. Sie bekommen alle wichtigen Informationen hier direkt nochmal übersichtlich angezeigt, wie unter anderem Informationen zur Internetverbindung und zu den aktivierten Rufnummern. Nun klicken Sie erneut einfach auf Weiter. Da das Setup nun abgeschlossen ist, befinden wir uns im nächsten Punkt Gerätemodus. Hierbei gibt es die Möglichkeit, die Digitalisierungsbox 2 entweder als Telefonanlage, also als PBX, oder als Media Gateway zu verwenden. Im PBX-Modus wird die Digitalisierungsbox als eigenständige Telefonanlage verwendet, das heißt, Telefone werden direkt über das System verwaltet. Im Media Gateway-Betrieb hingegen wird eine bestehende Telefonanlage übernommen. Das heißt, hier kann beispielsweise eine Telefonanlage per S0-Anschluss an der Digitalisierungsbox betrieben werden. In der späteren Nutzung kann aber dieser Modus noch geändert werden. Das stellt hier kein Problem dar. Wählen Sie daher nun einfach den Modus, den Sie jetzt benötigen, aus und im Anschluss sind Sie dann schon fast fertig. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es fast geschafft. Wahlweise kann man jetzt beispielsweise bei der PBX-Variante noch das Telefon-Setup betreten. Auch diese Einstellungen können jederzeit im späteren Verlauf ebenfalls noch angepasst werden. Daher wählen wir hier jetzt einfach Weiter aus und damit sind wir hier in der Übersicht der Digitalisierungsbox 2 und bekommen hier alle wichtigen Informationen angezeigt. Für weitere Einstellungen wählen Sie beispielsweise oben die Reiter Telefonie, WLAN, Internet und Netzwerk aus. Hier lässt sich das System umfangreich individualisieren. Damit sind wir aber hier am Ende des Videos angekommen. Die Digitalisierungsbox ist nun grundinstalliert, der Internetzugang funktioniert, WLAN ist konfiguriert und die Telefonie ist grundinstalliert. Weitere Konfigurationsvideos, die zeigen, wie man hier einzelne Punkte konfiguriert, stehen in Kürze ebenfalls bereit. An dieser Stelle daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis bald.